très chic. Sterneküche und besondere Weine. Wer sind die Menschen, die solche Luxusträume wahr werden lassen? Mitten in Frankfurt, im schmalsten Haus der Stadt, befindet sich das Seven Swans. Hier kocht Ricky Sayward vegan und radikal regional. Einige tausend Gäste stehen auf seiner Warteliste. Er ist der erste vegane Sternekoch Deutschlands und hat den Stern seitdem gehalten. Gerade als veganer Koch, als Einziger, das ist natürlich krass, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich es tue, um mich mit Lorbeeren zu bereichern oder zu denken, dass ich der ganz große Hecht bin im Teich. Es geht einfach darum, auch etwas zu bewirken, gerade im Fine Dining. Und das hat sich in eine Richtung entwickelt, mit der konnte ich mich nicht mehr vereinbaren. Und deswegen habe ich mich für diese pflanzenbasierte Küche entschieden. Ein vermeintliches unluxuriöses Produkt wieder im Vordergrund zu bringen, zu zeigen, dass es auch luxuriös sein kann. Seit 20 Jahren ist der Sohn einer Waliserin und eines Westfalen Koch. Nach der Ausbildung zog es ihn nach Österreich, Australien, Neuseeland. Zurück in Deutschland arbeitete er im Fine Dining. Ich habe das ganze Elend gesehen. Dann wurden 1200 Hummer bestellt für irgendeinen Kongress. Und dann haben wir die lebendig gekocht, halbiert und gebraten und rausgeschickt. Und das habe ich angefangen zu hinterfragen. Und für mich war dann irgendwann ganz schnell klar, ich brauche das nicht. Ich will ein Neuland betreten. Ich möchte mich in eine Richtung entwickeln, die vielleicht noch nicht so belesen ist. Und das war die pflanzenbasierte Küche. Seine Grundzutaten, Gemüse und Obst, vieles vom eigenen Garten, alles in Bioqualität. Dazu selbst gesammeltes aus dem Wald und von der Wiese. (2018) begann Ricky als Küchenchef im Seven Swans. Er übernahm die vegetarische Küche vom Vorgänger, wechselte dann auf vegan und auf radikal regional. Wir verwenden keine Gewürze bei uns, aus Regionalaspekt. Deswegen auch keine Zitrusfrüchte, keine Exoten, keine Schokolade, keine Vanille, keine Tonkabohne, nix. Dieser Aspekt von Gewürzen, das ist komplett absurd, das habe ich in meiner gesamten Karriere nicht verstanden, weil es verfälscht den ursprünglichen Geschmack des einzelnen Produktes. Deswegen, wir komponieren Gerichte mit diversen Produkten. Und dann entsteht immer dieser gewisse Zauber bei Gemüse. Ob es jetzt hier in dem Fall die Kiefernzapfen, die mit drin sind, der Waldmeister, der mit reinkommt, oder hier die Maronienblüten, die eingelegten, oder hier die grünen Feigen, die fermentiert sind. Das sind alles unterschwellige Nuancen, die aber alles zusammen einen Sinn machen. Aber ich schmecke immer noch ganz klar die einzelnen Produkte raus, wenn ich das möchte. Darum geht es mir in meiner Küche. Das Haus Seven Swans ist an sich von der Logistik her sehr, sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter ich jeden Tag mache, aber es sind sehr viele. Deswegen habe ich auch Waden aus Stahl. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, nicht gemacht für einen Restaurantbetrieb. Wir haben eine 10 Quadratmeter Küche oben im Dachgeschoss. Die Sonne knallt, im Sommer haben wir 60 Grad Raumtemperatur. Da gehst du schon am Stock. Ne? Wir haben jetzt, auch wenn es klimatisiert ist, ist halt ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es macht auch einen Charme aus am Ende des Tages. Es ist einzigartig, es ist das Schmalzhaus in Frankfurt, es ist 3,5 Meter Breite. Es erstreckt sich über 7 Stockwerke mit Keller. Super spannend, das ist ein Eyecatcher, du sitzt drin, es ist einfach familiär, die Räumlichkeiten zwingen dich quasi, dich mit deinem Nachbar zu unterhalten. Es entsteht eine gewisse Dynamik im Raum, die du vielleicht sonst so auf dem Niveau in Restaurants nicht kennst. Und das ist halt ein Spaßfaktor natürlich auch für uns. Von Januar bis Anfang April steht im Rheingau der Rebschnitt an. Yvette Wohlfahrt und Florian Franke haben sich auf ganz besondere Weine spezialisiert und beliefern das Seven Swans.
Wein ist ja ein Luxusprodukt. Also ohne Wasser kann ich nicht leben, aber ohne Wein kann ich schon leben. Also ist Wein ein Luxusprodukt und da finde ich schon, sollte man sich, damit man es auch richtig genießen kann, unfassbar viel Zeit lassen, um einfach eine Perfektion zu schaffen. Ich kann ohne Wein nicht leben. Seit 2018 führt das Paar ein kleines ökozertifiziertes Weingut. Alles machen sie zu zweit und bewusst im Nebenerwerb. Sie wollen ohne kommerziellen Druck Weine entwickeln, nach ihren ganz persönlichen Vorstellungen. Die meiste Arbeit stecken sie in die Pflege ihrer Weinberge. Dabei gehen sie nach dem Prinzip des sanften Rebschnitts vor. Wir versuchen im Saftfluss zu bleiben. Das bedeutet letztendlich nichts anderes. Wir wollen möglichst wenig Wunden verursachen. Das heißt, ich würde hier einen Zapfen schneiden, ein kleiner, das ist meine Versorgung für nächstes Jahr. Und die Frucht dieses Jahr, die wächst an dem. Ich schneide das mal schnell ab, damit wir das sehen können. Und das wird sozusagen unsere Fruchtroute, die gebogen wird. An der kommen dann die einzelnen Triebe hoch. An denen wachsen unsere Trauben. Florian und Yvette übernehmen alte Weinberge und peppeln sie in viel Handarbeit wieder auf. Die Rebfläche neben der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim ist einer ihrer ersten. Also wir haben ja hier Spätburgunder. Tatsächlich das ganz genaue Pflanzjahr wissen wir nicht, aber sie sind auf jeden Fall über 50 Jahre alt. Und wir haben die im Prinzip 2018 übernommen und seitdem tragen sie so ein bisschen unsere Handschrift. Die Reben sind ja schon auch nicht in Reihe und Glied, sondern dürfen so sein, wie sie sind. Und dass das auch sich so ein bisschen im Wein wiederfindet. Der Luxus ist, dass wir wirklich so super klein sind, wirklich nur diesen 1 Hektar haben und dass wir da einfach vielleicht ein bisschen intensiver auf jede Fläche, auf jeden Rebstock eingehen können. Luxus ist die Zeit und der Weinberg, weil wir eben viel Zeit schenken, dankt es uns dann hinten raus mit ganz tollen Trauben. Im Frühjahr hat Ricky Sayward am meisten zu tun. Dann ist er viel im Hochtaunus unterwegs, um erste Jungtriebe und Baumknospen zu sammeln, wie die von der Lerche. Umso zarter, umso jünger sie sind, die kleinen Sprösslinge, umso säurehaltiger, fast schon zitrische Aromen haben sie. Ja? Also ganz feine, elegante grüne Säure, die zum Vorschein kommt. Und die nutzen wir für verschiedene Sachen. Ob es jetzt ein Öl ist, ob es roh ist, das haben wir aktuell im Dessert auch eingebaut. Und das ist einfach eine sehr schöne, grüne, erfrischende Frühlingsaromatik. Wenn man solche Sachen sieht, da brauchst du keine Zitrusfrüchte mehr. Die Jungtriebe, die kann man so bedenkenlos essen. Das ist Vitamine ohne Ende. Das ist bei Blattbäumen genau dasselbe. Eiche, Linde, Buche, Spitzahorn, whatever. Man ist bescheuert, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und Salat kauft. Denn jetzt wächst das Zeug in der Natur. Man muss sich nur damit befassen, man muss losgehen und sich dafür auch interessieren. Früher war es eine Nahrungsquelle. Da hat man hier im großen Stil geerntet und gegessen. Das ist interessant, das ist ein Know-how, was wir den Leuten gerne wieder mitgeben wollen. Einer meiner Highlights, die sogenannten Maiwipferl, die Fichtensprossen. Und auch hier gilt, frisch verzehren, fermentiert, süß-sauer eingelegt, in Öl eingelegt, konfiert oder am Ende sogar eingefroren. Kann man im Frühling sammeln, aber auch hier wieder bitte nur punktuell. Nicht zu viel, das ist alles Nahrung für die Jungtiere. Ich
Ich habe das Privileg, ich bin auf dem Land groß geworden. Das heißt, ich habe mich schon immer mit der Natur befasst. Wir haben draußen gespielt. Es gab keine Computer, es gab kein Social Media. Das ist eine ganz andere Basis gewesen. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel mit dem Restaurant jetzt, weil wir uns auf die Region beschränken. Dann bist du halt viel in der Natur und suchst, was geht eigentlich? Was kann man denn da draußen essen, um das, ich sag mal, Portfolio an verschiedenen Produkten zu erweitern? Mit Bucheckern-Keimlingen zum Beispiel. Die gart Ricky einige Tage in Rapsöl, dadurch werden sie weicher und schmecken nussig. Für mich ist purer Luxus zu wissen, wann wo was wächst und zu welcher Zeit ich wo was ernten kann, was wann wo blüht, was kann ich überhaupt essen, was kann ich nutzen, wie kann ich es verarbeiten, dass ich es nutzen kann, was steckt irgendwo drin. Das ist ein Know-how, das habe ich mir angeeignet in den letzten 8 Jahren und das ist für mich unbezahlbar. Und ich glaube, das ist so das, was der Gast auch bei uns wertschätzt. Er kriegt Dinge zum Vorschein, die er noch nie gehört hat, vielleicht auch noch nie gesehen hat und jetzt ganz anders in die Natur reingeht und viel mehr wahrnimmt und wertschätzt. Etwas nervt ihn aber. Regelmäßig fragen Gäste, ob er selbst Veganer sei. Ich habe mir fest vorgenommen, diese Frage nicht mehr zu beantworten. Dieses Labelgeschwafel, dieser Konflikt in der Gesellschaft, A oder B, schwarz oder weiß, dieses Bullshit-Gelaber, was mich so langweilt, schon seit Jahrzehnten, das zu durchbrechen und Fleischesser und Ultra-Veganer an einen Tisch zu bringen, ohne dass sie sich in die Köpfe kriegen und über den anderen herziehen, was er alles in seinem Leben falsch macht, sondern einfach da sitzen, die Fresse halten, Gemüseküche zelebrieren und das in der Gesellschaft zu etablieren. Das ist mein Ziel. Der Weinkeller von Yvette Wohlfahrt und Florian Franke liegt in Geisenheim am Rhein. Yvette ist promovierte Agrarwissenschaftlerin, erforscht und unterrichtet hier an der Hochschule Ökologischen Weinbau. Florian verantwortet das Weingut einer Sektmanufaktur in Eltville. 12 Weine und einen Wermut produzieren sie im Nebenerwerb. 300 Flaschen wollen sie heute abfüllen. Der Tag der Weinabfüllung, das ist ja endlich so dieses, da kommt das Baby auf die Flasche. Ihr Baby ist ein Orange Utan. Ein Weißwein, Maische vergoren, der ziemlich trüb aussieht. Was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen und haben eigentlich die weißen Trauben, den Riesling, das ist ja eine weiße Rebsorte, wie einen Rotwein behandelt. Das heißt, wir haben ihn nach der Lese entrappt, also von den Stiergerüsten entfernt. Und der ist auf den Beeren, heißt also auf den Schalen, Fruchtfleisch und den Kernen vergoren. Ungefähr 5 bis 6 Wochen. Und dann haben wir ihn abgepresst und dann kamen wir aufs Barrique und dort lag er insgesamt 3 Jahre. Und wenn wir eben diese Maischegärung durchführen, wie sie Yvette gerade gesagt hat, da ist es dann eben auch beim Riesling, findet eine Veränderung statt. Die Anthocyane aus der Beerenschale, die gehen in den Wein über und geben ihm diesen leicht orangefarbenen Touch. Deswegen Orange Wein. Ich bin tatsächlich diejenige, die die Flaschen aufsetzt und füllt. Und der Flo ist derjenige, der die Flaschen dann sozusagen abnimmt, verkorkt. Und dann werden sie sowieso erstmal hingestellt, damit der Kork die Zeit hat, sich quasi auch erstmal wieder auszubreiten. Aber wir nehmen uns ja auch die Zeit für uns selber und machen so eine kleine Yvette und Flo-Party draus. Trinken erstmal ein Gläschen. Weil man muss ja immer wieder zwischenprobieren, ob der am Anfang, in der Mitte und am Ende der Füllung auch wirklich gut schmeckt. Das ist also Qualitätskontrolle durchgehend gegeben. Très chic. Ja, und irgendwann gehen wir komplett glückselig raus, weil wir wieder eine limitierte Menge gefüllt haben, sind total happy. Ja, also uns ist natürlich auch schon passiert, dass dass ein Wein nichts geworden ist. Und das passiert jedem besten Winzer eigentlich auf dieser Welt. Und dann haben wir einfach, in dem Fall waren es, glaube ich, um die 400 Liter, halt einfach verworfen. Aber eben weil wir so limitiert sind, tut das schon ziemlich weh, wenn ein Fehler passiert. Und der ist ja jetzt quasi komplett ungeschönt, unfiltriert, keine Reinzuchthefe, heißt spontan vergoren. Ja. Und trüb gefüllt. Wir haben keinen Schwefel mehr zugegeben
Und das ist in der Szene ein klassischer Naturwein. Genau. Du hast eine Wahnsinns-Geschmacksexplosion im Mund. Das ist was Neues, was man vielleicht auch erlernen muss, geschmacklich, weil man ja immer nur die Standardweine kennt. Aber das ist eigentlich das, was uns angetrieben hat. Einfach, dass diese Machart des Weines oder der Geschmack des Weines so besonders war, dass wir irgendwann mal gesagt haben, und das wollen wir auch. Die Flaschen für die Abfüllung beziehen sie aus der Region. Und die Etiketten lassen sie auch hier drucken. Damit wollen sie Betriebe im Rheingau unterstützen. Die Namen ihrer Weine und die Motive sind immer ungewöhnlich. Die Ideen kommen ihnen meist beim Zusammensein mit Freunden. Je später die Stunde, umso kreativer wird es dann auch. Und beim Orange-Wein war es dann irgendwann mal schon klar, dass es ein Orange-Utan wird. Und die Yvette hat dann eben bei Brems Tierleben diesen Affen gefunden. Den Orang-Utan, eine Illustration in einem der ersten Tierlexika, verfasst von Alfred Brehm im 19. Jahrhundert. Ja, diese Bremen-Gedenkstätte hat uns im Prinzip Nutzungsrecht für die Tiere gegeben. Und wir haben ja nicht nur einen Orang-Utan, wir haben ja tatsächlich auch noch ein Schabrackentapir auf unserem Gewürztapir und ein Lippenbär auf unserem Lippenbärti, was dann der Spätburgunder ist. Und da gibt es eben auch jedes Mal noch ein kleines Gimmick mit dazu, was die Yvette eben sich hat einfallen lassen. Und das ist jetzt hier eben beim Orange Utan ist es einmal eine Traube und er hat eine Rebschere in der Hand. Also er geht sozusagen ernten. Und eigentlich auch das gleiche beim Lippenbärti. Der hat einen Leseeimer in der Hand und mit seiner Zunge fischt er sich eine Traube vom Rebstock. Ziemlich spezielle Etiketten tragen auch ihre Perlweine. Wir haben ja eine Trübetroller, das ist tatsächlich von einem Tätowierer von uns aus Wiesbaden, der das so ein bisschen nach meiner Vorlage gemacht hat. Bei der Rosa-Troller, da ist er dann hingegangen und hat selbst aus eigenen Stücken was gezeichnet. Und ich habe das auch tätowiert. Da ist sie in voller Pracht. Für mich ist es mittlerweile wie, als wären wir Künstler. Und das ist ja dann nicht irgendwie so, ich mache da mal was nebenher, damit es gemacht ist, sondern wir kreieren was Großartiges und das ist das, was uns antreibt. Und dass wir das genau so machen, wie wir das wollen. Also da redet uns niemand, keiner rein. Und das ist, glaube ich, somit diese größte Freiheit. Während andere sich auf dem Wasser vergnügen, steht Ricky Sayward wieder in seiner Küche im Seven Swans. Seine gesammelten Kiefernzapfen und Baumknospen will er fermentieren, eine alte Methode der Konservierung. So hat er die Zutaten das ganze Jahr über und optimiert ihre Aromen. Es wird klarer. Umso länger auf was fermentiert wird, umso klarer wird der Geschmack und feiner. Bestes Beispiel sind Blüten. Somit das Nonplusultra, was wir überhaupt hier in der Region so finden können. An Üppigkeit, an floralen, blumigen Akzenten ist die Magnolie. Wenn sie so in der Größe ist, noch verschlossen ist. Mit Stempel drin, alles einfach pflücken und einlegen. Machen wir oft süß. Hier können wir den Sirup für die alkoholfreie Begleitung verwenden. Aber auch im Dessertbereich die Blüten an sich. Oder eine Creme draus machen, whatever. Und dann zum Beispiel Schlehe, der sogenannte Schwarzdorn. Auch extrem spannend, weil das, ich sage mal, der Sirup und die Blüte an sich eine fast schon Tonkabohnen-ähnliche Aromatik mit sich bringt, ein Marzipan-Flavor. Und das sind ganz, ganz wenige, die so intensiv sind. Es gibt so viele Sachen da draußen, die unfassbar spannend sind und Geschmacksbilder erstellen. Das weiß keiner. Das sind Techniken, die sind schon Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Wir erfinden das Rad jetzt nicht neu. Wir versuchen nur wieder den Leuten zu vermitteln, wie schön die Natur sein kann. Das sind unsere regionalen Oliven. Die machen wir aus den Vogelkirschen. Die haben wir jetzt auch fermentiert, die sind jetzt ein Jahr im Glas. Und die Blausäure, genauso wie also alles an Bitterstoffen entfernt. Und es entsteht tatsächlich eine sehr iodische Fruchtigkeit mit einem gewissen Säureaspekt. Das ist extrem spannend. Das gibt es meistens im Sommer zusammen. Wenn wir Tomaten haben, zusammen mit Tomaten. Das ist eine sehr schöne Zusammenstellung.
Alle Speisen werden im Seven Swans den Gästen erklärt. Die Reaktionen sind meistens Überrascht natürlich. Und Dinge auch, die vermeintlichen giftigen Sachen, die wir auch servieren, wo man in den Kindertagen schon gehört hat, dass sie giftig sind, man soll sie nicht essen und wir sie dann servieren. Das ist natürlich erstmal so, oh mein Gott, das ist ein großer Respekt. Also ein bisschen vorsichtig sind die Leute und denken so, okay, eine ist eigentlich giftig, so, und jetzt esse ich es als Beispiel. So, also, aber wir würden ja unsere Leute nicht vergiften. Also noch ist es nicht passiert. Für die Fermentation verwendet Ricky Saward jodfreies Salz und Wasser. Je nachdem, was im Glas ist, 2 bis 10% Salz. Dann lässt er die Bakterien arbeiten. Wenn man sich unsicher ist, wie viele Bakterien schon mit ins Gas gehen, kann man jetzt irgendwie so, ich sag mal, von einer ungespritzten Birne oder vom Apfel, whatever, kann man mit reinlegen. Dann wird das angeregt, der Fermentierungsprozess. Und dann geht er in die richtige Richtung. Und genauso läuft's mit den Baumknospen. Und dann regelmäßig lüften. Ich sag mal so in der ersten Woche, so alle 2 Tage mal oder jeden Tag eigentlich mal öffnen, das Glas. Auch zwischendurch mal probieren, da kann nichts passieren. Und dann hat man am Ende ein konserviertes Produkt, welches meines Erachtens vom Aroma interessanter wird, feiner. Das Aroma variiert, je nachdem, in welchem Reifestadium die Pflanzenteile fermentiert werden, wie lange sie im Glas bleiben und wie viel Salz verwendet wird. Ricky erreicht so eine große Geschmacksvielfalt in seiner Gemüseküche. Es ist Mai im Rheingau. Einer der Weinberge von Yvette Wohlfahrt und Florian Franke liegt in Österreich-Winkel. Wir sind jetzt hier im Ankermühlen Wingert. Und das ist eigentlich auch der Weinberg, wo unser Orange Utan rauskommt. Also unser Orange-Wein, der Riesling, der auf der Maische vergärt. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Weinberg, weil den haben wir am längsten. Und der braucht immer so ein bisschen Pflege. Und ja, das ist irgendwie so unser Baby. Wir brechen jetzt aus. Das heißt, ausbrechen bedeutet, wir nehmen Doppeltriebe raus oder alles, was ein bisschen zu viel ist. Hier zum Beispiel hätten wir später eine Verdichtung. Nehmen wir den Trieb raus. Es geht darum, dass wir später da eine lockere Laubwand reinkriegen, dass es besser abtrocknen kann. Und es geht aber auch darum, dass wir die Qualität ein bisschen höher halten. Weil je weniger Triebe wir dran haben, umso besser werden die einzelnen versorgt. Das Ziel von uns ist ja nicht, große Mengen zu produzieren, sondern das Ziel ist wirklich perfekte Trauben mit hoher Qualität, die einfach geschmacklich super sind. Und je weniger Trauben ich habe, umso mehr kann die Kraft, die Energie vom Boden, das Wasser in die wenigen reingehen und der Geschmack ist dann einfach intensiver. 2013 hatten sie begonnen, gemeinsam Wein anzubauen, noch konventionell. Heute führen sie einen Demeter-Betrieb, nach den Prinzipien des biodynamischen Anbaus. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sind nicht erlaubt, aber Naturstoffe. Viele davon zur Pflanzenstärkung. Was wir verwenden, ist Ackerschachtelhalm. Das ist eine Pflanze, die hat einen sehr hohen Anteil an Silizium an der Pflanze, den Pflanzenteilen. Und das haben wir jetzt getrocknet in den Topf gegeben. Und dann geht es darum, dass man das ungefähr eine Stunde kocht. Das heißt, dass man diese ganzen Substanzen eigentlich auskocht und es dann eigentlich mit Wasser wieder rückverdünnt, damit es nicht überkonzentriert ist. Und dann bringen wir das quasi auf den Boden und auch auf die Pflanze aus. Weil die Idee dahinter ist, zum einen so ein bisschen Pilzsporen zu hemmen. Und wir sind ja hier in einem recht feuchten Standort. Das heißt, wir haben eigentlich schon auch einen Pilzdruck. Das heißt, ich greife nicht erst ein, wenn es schon passiert ist, sondern ich möchte von vornherein eigentlich eine robuste, widerstandsfähige Pflanze mit einem guten Immunsystem, so wie wir das eigentlich auch von uns Menschen kennen. Den Extrakt für ihre Reben kochen sie morgens direkt am Weinberg. Ja, macht vielleicht erstmal nur die Hälfte. Ne? Ja, also das ist schon auch der Ansatz in der Biodynamie, dass ich natürlich das da auch mache, wo es ist, mit der Sicht auf die Kultur, die ich eigentlich behandeln will. Für gesunde Reben ist ein guter Boden wichtig. Yvette und Florian lassen Blühstreifen zwischen ihren Rebstöcken wachsen, mit unterschiedlich tief wurzelnden Pflanzen. Die durchlüften den Boden und helfen gegen Abtragung bei Starkregen. Außerdem unterstützt das die Artenvielfalt im Weinberg.
Wein ist eine Monokultur. Aber im Endeffekt wollen wir sie in eine möglichst natürliche Umgebung bringen. Das heißt auch mit Bäumen im Weinberg, mit vielleicht auch mal einer Zwischenfrucht. Ich hatte auch schon mal Kartoffeln im Weinberg. Also einfach so ein bisschen dieses Natürliche, die Rebe auch wieder so ein bisschen in ihrer Natürlichkeit unterstützen. Heute bekommt die Rebe Nachbarschaft von Salbei und Lavendel. Das zieht auch Insekten an. Darunter wichtige Nützlinge für ihren Wein. Am Feierabend gehen Yvette Wohlfahrt und Florian Franke gerne hoch auf den Rotenberg, oberhalb von Geisenheim. Wir sind ein wunderschönes Team. Kennengelernt haben sie sich im Studium in Geisenheim. Yvette kommt aus Thüringen, Florian aus Bayern. Wir sind ein wunderschönes Team. Es gibt nur uns, Rocksteady Queen. Na, na, na. Ich habe immer gesagt, ich werde nie aus Augsburg wegziehen. Eine Stadt ist das absolute Muss. Heute sehe ich es komplett anders. Ich liebe Geisenheim, dieses kleine Städtchen. Das ist Heimat, das ist Seelenfrieden, das ist auch eine gewisse Art von Liebe von mir in den Rheingau. Und ich möchte hier nicht mehr weg. Die Rheingauer an sich sind jetzt nicht erst mal so, die einen direkt mit offenen Armen willkommen heißen. Ich habe dann aber auch lange während des Studiums in der Straußwirtschaft gearbeitet und das ist auch so ein kleiner Türöffner, weil dann merkt man so ein bisschen die Geselligkeit und ich hätte gerne noch einen von den Nummer 1 und dann muss man einfach sagen, jo, kommt sofort und dann ist man eigentlich schon drin in den Herzen der Rheingauer. Zum Restaurant Seven Swans gehört ein eigener Garten, die Braumannswiesen in Bad Homburg. In der Saison fährt Ricky Sayward fast täglich hierher. So, kommt rein in die gute Stube. Mittlerweile kommen wir hier locker auf 200 bis 300 Pflanzen, die wir hier angebaut haben. Auch Corona haben wir genutzt und haben enorm hinzugefügt und versuchen natürlich hier eine interessante, facettenreiche Kultur zu generieren. Wir lassen alles mit der Natur im Einklang. Das heißt, wir jäten vielleicht mal hin und wieder ein bisschen an Unkraut, aber lassen es eigentlich so gedeihen, wie man es hier jetzt antrifft. Ja? Und deswegen ist es sehr wild, sehr buschig, aber wir wissen, wo alles wächst und wo alles steht. So, Johannisbeeren haben wir en masse. Da haben wir ja mehrere Produkte an einem Strauch. Hier so kleine Äste zum Beispiel. Das ist eine ätherische Fruchtigkeit, die in den Ästen steckt. Die ist viel, viel spannender wie die Beere. Die Beere ja fast schon eindimensional säurebetont. Hat das Geäst eine ganz interessante Aromatik. Wenn man es auskocht, ist es noch intensiver. Ob jetzt Süßspeise oder wir haben es jetzt aktuell im Hauptgang als Soße. Und das brechen wir noch mal mit dem Öl von den jungen Blättern. Und somit haben wir den Strauch auch verwendet. Nicht nur mal die Beeren, sondern tatsächlich auch das Gehölz und die Blätter. Einen Teil des Gemüses fürs Restaurant baut er hier mit einem kleinen Team an. Den Rest bezieht er von Bio-Kooperativen in der Umgebung. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Man fährt da einmal durch und next. Es hat extrem gesunder Boden. Kompostiert, gemulcht ist schon und ist ready.
Den Anbau betreiben sie in Permakultur, eine Bewirtschaftungsform, die natürliche Ökosysteme zum Vorbild hat. Hinten haben wir den Ziest, ziemlich in Vergessenheit geratenes Gemüse. Und den klassischen Knollenziest, so kleine Dinger, so groß wie so ein halber Daumen. So, und die werden dann so lang circa und haben so Rillen drin, sehen aus wie so Raupen, Würmer, wie so Maden. Und ziehst einmal durch die Pfanne oder so, also einen richtigen Knack. Kannst du auch kochen, braten, sehen fancy aus und schmecken auch köstlich. Die alten Gemüsesorten zieht er am liebsten im eigenen Gewächshaus vor. Mir bedeutet der Anbau selber sehr, sehr viel, weil es sind halt alte Sorten, die so in der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind. Selbst wenn man mit kleinen Produzenten redet, der Aufwand zu groß ist oder die Abnahme oder die Nachfrage auch überhaupt nicht vorhanden ist. Deswegen nehme ich selber in die Hand und so kann ich gewährleisten, dass ich interessante Gemüsesorten am Ende auf den Teller bringe. Wenn wir einfach ein Gemüse wieder so zelebrieren würden oder zeigen würden, was für Power da drin steckt, dann brauchen wir die Haptik einer Bratwurst nicht. Zeigt den Kids, was es bedeutet, Wertschätzung einer Karotte gegenüber. Was ist ein Anbau eigentlich? Wie lange dauert es vom Samen bis zum Setzling, bis zur Pflanze? Was kann man daraus machen? Das ist Wissen, was du in Kindheitstagen schon vermitteln musst, damit die diese Wertschätzung haben, auch das Verständnis fürs Produkt und auch das Anfangen zu mögen. In Geisenheim im Weinkeller erwarten Yvette Wohlfahrt und Florian Franke einen Kunden zur Weinprobe. Marcel Kulig, der Sommelier von Ricky Saward, will sich ein aktuelles Bild von ihren Weinen machen. Er hat die Winzer vor einem Jahr bei einer Weinverkostung in Frankfurt kennengelernt. Und er war sofort interessiert an ihren Naturweinen. Marcel, hier, dein Spucki. Vielen Dank. Wir haben mal Lust, dir einfach mal heute einen gereifteren Wein zu zeigen. Ja. Danach gehen wir über zu einem Müller-Thurgau, Jahrgang 24. Klar. Marcel sucht Weine von nachhaltig wirtschaftenden Weingütern. Am liebsten von kleinen und nicht so bekannten. Für ihn harmonieren Naturweine besonders gut mit Rickys ungewöhnlicher Küche. Die Weine sind meistens deutlich aromatischer und bringen eine viel schönere Struktur mit, beziehungsweise eine schönere Haptik, die eine Gemüseküche einfach besser ergänzt. So genau beschreiben, wie das muss man mal ausprobiert haben. So, es passt einfach besser, als wenn ich jetzt einen schnöden Terrassenwein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, daneben stehen habe, der dann einfach nur so runterläuft. Das gibt meistens den Gerichten nicht viel. Okay, Marcel, jetzt haben wir den Orange Utan, Jahrgang 21. Der war jetzt 3,5 Jahre im Fass gelegen. Einen Teil haben wir schon gefüllt. Wir haben ja 2 Fässer davon. Nach einem späteren Zeitpunkt, wie er sich noch entwickelt. Der ist jetzt klar. Wäre das was für das aktuelle Menü? Sehr schön, kann ich mir vorstellen, ja. Die Idee war eigentlich jetzt zum Kohlrabi, aber wo ich ihn jetzt probiere, könnte er auch sehr gut zum Spargel gehen. Also wir machen so eine Art Spargelrisotto. Und dann gibt es einen trüben Orange Utan. Ich würde sagen, wir versuchen es dezent aufzurühren, dass wir jetzt nicht die komplette Hefe in Wallung bringen, sondern nur ganz wenig. Naturweine werden unfiltriert abgefüllt. Kommt die Hefe hoch, zeigt sich der Unterschied zum klaren Wein. So, du siehst, hier jetzt einfach ein bisschen drüber, aber noch nicht komplett. Einfach mal probieren. Man sieht hier deutlich, so wie es eigentlich natürlich passiert, Sedimentation, das heißt Hefe, Trub, setzt sich alles nach unten ab. Und wir ziehen oben mit der Probe das Klare ab. Hier sieht man jetzt auch schön, noch mal ein bisschen besser als bei dem anderen, die Schlieren, Kirchenfenster. Das heißt, hier haben wir auch höherwertige Alkohole, sprich wir haben eine gute Weih im Glas. Und der ist halt trüb. Und das gibt halt einfach auch noch mal diesen Schmelz, dieses Mundfeeling. Ja, es passiert noch mal einfach mehr irgendwie im Mund. So, es ist, man kann den richtig noch mal auch fast so ein bisschen wie nachkauen. Wir sagen auch ganz oft, lass den Affen tanzen, weil es ist ja der Orange Utan.
Und mit ein bisschen Hefe, finde ich, tanzt er auch ein bisschen mehr, oder? Im Mund. Definitiv, auf jeden Fall. Wenn wirklich neue Kunden zu uns kommen, dann stehen die oft da und manchmal muss ich da wirklich sagen, hier, Leute, was ihr jetzt im Glas habt, ist nicht die Reste-Rampe, die wir nicht verkauft kriegen, sondern ist der aktuelle Jahrgang. Und es kann halt mal sein, dass das ein Jahrgang 18 ist, ein Jahrgang 20 ist. Und dann kommt oft so, so altes Zeug hier, kann man doch nicht trinken. Aber wenn sie dann irgendwie merken, wie unsere Philosophie ist, wie die Weine gemacht sind und sie dann auf einmal herausfinden, wow, da ist ja richtig viel Potenzial da, sie schmecken trotzdem noch frisch, da ist ganz viel Aroma da. Und die Leute nehmen das wahr, realisieren, was wir tun, sind danach total begeistert und bleiben uns dann auch treu als Kunden. Und jetzt noch ein 3-jähriger Spätburgunder vom Weinberg in Rüdesheim an der Abtei St. Hildegard. Der Lippenberti, auch im Eichenfass gereift. Viel Frucht auch noch. Mega, vorne ne? weg. Das ist richtig krass. Die Frucht ist nicht überkantitelt. Nee, Du auf kriegst auch eine keinen Fall. Mineralik irgendwie mit, eine Kräutrigkeit. Das ist das, was mir momentan richtig Spaß macht bei dem Wein, wenn ich ihn probiere. Und ja, mal gucken, ob der Regis auch mag. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, zu einem Rote-Beete-Gang im Moment. Mit, wo wir auch ein bisschen mit Johannisbeere, sowohl Frucht als auch Holz arbeiten. Dann würde ich den Orange Utan für die Begleitung mitnehmen und den Lippenberti dann für die Flaschenweinkarte. Ja, freue ich mich drauf. Oder wir freuen uns drüber, ne? Stößke! Selber eine Flasche von seinem eigenen Wein aufzumachen. Und bei uns ist ja noch die Besonderheit, dass wir beide nicht aus Weingütern kommen. Das heißt, wir haben uns das komplett selbst quasi auch kreiert und erschaffen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Naja, die letzte Konsequenz wäre jetzt eigentlich schon noch berühmt werden, oder? Geil, ne? Das wäre es, hör mal. Nein, aber es ist geil. Und an Aufhören ist es erstmal, da denkt keiner von uns beiden. Die beiden Weine vom Weingut Wohlfahrt Franke sind geliefert worden. Marcel Kulig bereitet den Abend vor. 16 Gäste werden im Seven Swans erwartet. Die Stimmung ist angespannt. Vor einer Woche haben eine Servicekraft und der Auszubildende gekündigt. Jetzt müssen sie zu dritt das Dinner schmeißen. Seitdem ich eigentlich in der Gastronomie bin, in der deutschen Gastronomie, musst du immer vom Worst Case ausgehen. Das ist eine extrem depressive Einstellung, aber nur so kommst du durch, nur so überlebst du. Du stellst jemand Neues ein, dann musst du schon damit rechnen, dass er spätestens in 3 Monaten schon wieder weg ist, und so musst du dran gehen. Immer auf der Hut, immer neue Leute suchen, immer jemanden im Repertoire zu haben, dann kann dir nichts passieren. Ab 19 Uhr ist Einlass für die Gäste. Vom Erdgeschoss führt ein Aufzug direkt in die Küche. Hi, willkommen. Klar, hi. Draußen hat es über 30 Grad, in der Küche deutlich mehr. Hi, willkommen. Ist ja schön mollig hier. Ja, kuschelig, oder? Unten habt ihr noch ein Deckchen. Ist mal so kalt gewesen. Ja, verstehe ich. Absolut, absolut. Ja, gerne. Ja, okay, danke. Bis gleich. Für ein Menü mit 13 Gängen zahlen die Gäste rund 200 €. Dazu kommen die Getränke. Selbstgemachte nicht-alkoholische oder Weine. Die Amuse-Gueules werden vorbereitet. 3 Appetithäppchen vor den eigentlichen Vorspeisen. Let's go. Zuerst ein Entree aus Karotte, Aprikose und Mädesüß. Dann ein Knusperröllchen mit Rettich und Schlehe und Erbschen auf Sauerteig mit Hornklee. Es folgen 3 Vorspeisen, darunter Mairübchen auf Selleriecreme mit Zutaten, die Ricky gleich noch verraten wird. Vor jedem Gang serviert der Sommelier.
Zum Mairübchen empfiehlt Marcel den Orange Utan vom Weingut Wohlfahrt Franke. Die beiden haben so ein paar kleine Parzellen rund um Rüdesheim, Geisenheim, die so ein bisschen bewirtschaften mit. Und von den beiden gibt es jetzt den Orange Utan. Der Name liegt nahe, es ist ein Orange Wein. Das sieht man auch gleich im Glas, hat eine schöne orangefarbene Farbe. Die Erklärungen zur Zubereitung der Speisen gibt es persönlich vom Küchenchef. So, weiter geht's. Kommen wir schon zu dem fast feinsten Frühlingsgemüse. Und zwar die Mairübe. Und die 10 Minuten gedämpft. Anschließend stanzen wir die aus, glasieren sie mit einer Apfelwein-Vinaigrette und flambieren das oberflächlich. Obendrauf haben wir einen Crumble vom verbrannten Gemüse. Klingt jetzt erstmal laienhaft. Das heißt, wir simmern das aus. Wir lösen die Gerbstoffe, die giftigen Stoffe, die sind außen. Dann habt ihr noch ein Öl von der Rosskastanienrinde drin. Und das trocknen wir und konfieren das in ein Öl aus. Und das macht was sehr Holziges, Fruchtiges, leichte herbe Akzente. Und dann habt ihr oben drauf noch die Brennnessel. Die ist gebacken, keine Sorge, die sticht euch nicht mehr. Das kann nicht mehr passieren. Und ein paar Liebstöcke Sprösslinge. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist extrem wichtig, dass es flüssig läuft, dass es Hand in Hand läuft, wie ein Uhrwerk, sagt man immer. Und dass jeder Griff halt sitzt und dass man nicht großartig labern muss, dirigieren muss, sondern dass jeder einfach seiner Arbeit nachkommt und das tut, worauf es ankommt. So, weiter geht's mit dem kleinen Plunderteilchen. Haben wir ein kleines rote Beetchen. Außenrum wickeln wir das dann noch ein bisschen an Mangold, also bunten Mangoldblättern und ein bisschen an Spitzkohl ein. Und dann kommt es in Teig. Obendrauf eine kleine Selektion an verschiedenen Wildkräutern. Ihr habt ein bisschen an Taubnessel, Hornklee, ihr habt Luzerna, Schafgarbe, Gundermann. Alles das, was die Wiese gerade so hergibt. Ganz schöne grüne Facetten. Und rechts davon ein kleines Türmchen. Das ist Petersilienwurzel Ragout. Obendrauf das Geleechen ist nochmal Johannisbeeren fermentiert. Und von Matze gibt es jetzt noch ein Schäumchen und da haben wir die Äste des Johannisbeerstrauchs drin ausgekocht. Und zum Schluss gibt es noch eine Jus, auch auf Röstgemüsebasis. Auch die wird schmecken und vor allen Dingen auch riechen. Zu später Stunde dann die Desserts. Auch hier gibt es 3 hintereinander. Bei diesem kommen Rickys Knospen von der Fichte und Lärche zur Geltung. Wildbirne mit Sauerampfer-Sorbet. Nach 4 Stunden und 13 Gängen. Für mich der Abend war phänomenal, muss ich sagen, von dem her. Die Weine, das Essen, also ich bin ganz begeistert. Ich würde gerne wieder mal kommen, aber ich muss es erst mal verarbeiten. Bei den vielen Gängen, ja, muss ich erst mal sortieren, was, wie, wo. Wir versuchen schon seit einigen Jahren zunehmend auf Fleisch zu verzichten. Also nicht ganz, aber immer mehr und mehr. Und hier dadurch, dass man irgendwie so viele spannende Geschmäcke auch erlebt, dann motiviert das auch, das weiterzumachen und zu vertiefen. Also diese Mairübe zum Beispiel mit der Kombination von diesen geschmorten, fast schwarzen, trockenen Gemüse. Das war echt lecker. Noch 3 Wochen ist Ricky für seine Gäste da. Dann geht's in die Sommerpause. Und darauf freut er sich am meisten. Zeit. Zeit für die Liebsten zu haben, Zeit für Familie. Das ist absolut rar geworden. Ich sehe meine Mutter vielleicht einmal im Jahr noch, weil ich einfach keine Zeit habe, nach Hause zu fahren. Freunde sowieso. Das ist Luxus, Zeit zu haben mit jemandem, den man mag, um sich hat. Und nach der Sommerpause wird er mit einem neuen Team im Seven Swans wieder durchstarten. Ich werde weiterhin diese Art von Küche fahren. Ich glaube daran und ich glaube auch, dass diese Art von Küche die Zukunft ist und nicht mehr das, was die meisten denken aktuell. Hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Das war mein Beitrag zu Auftrag Luxus. Nächste Woche Dienstag um 19 Uhr geht es auch direkt weiter mit der wunderbaren Hatice Nisam aus dem Haarwerk. Und das auch hier im Hessischen Rundfunk YouTube-Kanal. Und wenn ihr nicht warten könnt, dann auch gerne in der ARD-Mediathek. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Königinnen sind wir, also wir sind Queen of Blondes. Das ist ja ein Handwerk und ist ein Handwerk, was Spaß macht einfach, weil man auch gleich sieht, was man gemacht hat. Man hat halt nur dieses eine Leben, dieses eine Gesicht. Da kann man ja so ein bisschen was dafür machen. Ne? Ein Riesenluxus.
Und ich bin voller Dankbarkeit. 3, 2, 1. Wir werden auch häufig tituliert als Psychiater mit Skalpell. Natürlich kann man sich Schönheit bei mir kaufen.